Lektion 1: Brainstormen Strategien. Hallo Anna, ich habe mir Ideen für unsere zukünftigen Strategien ausgedacht. Hallo John, das hört sich spannend an. Welche Strategien erwägen Sie? Ich denke darüber nach, unsere Online-Präsenz und unser Engagement zu verbessern. Tolle Idee. Soziale Medien können uns wirklich dabei helfen, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Genau, wir könnten interaktive Kampagnen durchführen, um mehr Follower zu gewinnen. Ver Wettbewerbe und Verlosungen sorgen oft für große Aufregung. Ich stimme zu. Wir könnten auch mit Influencern in unserer Nische zusammenarbeiten. Eine Zusammenarbeit könnte unsere Reichweite erheblich erweitern. Haben Sie über das Booklet nachgedacht? Wir sollten einige Mittel für Werbung und Partnerschaften bereitstellen. Lektion 2: Technologie verstehen. Hallo Anna, weißt du, was einen Fernseher ausmacht? Hallo John, ich denke, es handelt sich um eine Kombination aus Elektronik und Software. Rechts. Ich bin neugierig auf die verschiedenen Komponenten in einem Fernseher. Ich, auch, ich möchte auch wissen, woher der Strom kommt, um ihn anzutreiben. Es ist faszinierend. Strom wird aus verschiedenen Quellen wie Kohle und Solarenergie erzeugt. Ver Erneuerbare Energien werden immer beliebter, was gut für die Umwelt ist. Absolut. Es ist wichtig zu verstehen, wie sich Technologie auf unser Leben auswirkt. Ich stimme zu. Vielleicht sollten wir uns ein paar Dokumentarfilme zu diesem Thema ansehen. Das wäre eine gute Idee. Mehr zu lernen könnte neue Interessen wecken. Lektion 3: Lebensmitteleinkauf. Hi Anna, wie trägst du all deine Einkäufe nach Hause? Hallo John, zum Tragen bringe ich wiederverwendbare Taschen mit. Sie sind robust und umweltfreundlich. Das ist klug. Normalerweise lande ich bei Plastiktüten, was nicht so toll ist. Mehrwegbeutel sind viel besser für die Umwelt. Außerdem halten sie mehr. Ich muss einige davon besorgen. Hast du einen Lieblingstyp? Ich liebe die mit lustigen Designs. Sie machen das Einkaufen angenehmer. Das hört sich lustig an. Ich denke, ich werde auch nach bunten Ausschau halten. Sie werden feststellen, dass sich der Lebensmitteleinkauf dadurch weniger wie eine lästige Pflicht anfühlt. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Lektion 4: Kleidung anprobieren. Hallo Anna, wie misst du beim Kleiderkauf deine Brust, Teile und Hüfte? Hallo John. Normalerweise verwende ich ein Maßband, um genaue Maße zu erhalten. Das ist eine tolle Methode. Was machen Sie mit diesen Messungen? Ich vergleiche sie mit den größten Tabellen verschiedener Marken. Cleverer Ansatz. Wie wäre es mit dem Anprobieren von Kleidung im Geschäft? Ich probiere sie immer an, um zu sehen, wie sie passen und sich anfühlen. Das ist wichtig. Manchmal variieren die Größen zwischen den Marken, oder? Ja, das Anprobieren hilft, Überraschungen zu vermeiden, wenn ich nach Hause komme. Das sollte ich mir beim nächsten Kleiderkauf merken. Lektion 5: Kreatives Nähen. Morgen Anna, meine Freundin Linda näht und macht wunderschöne Kleider.
Hallo John, das ist beeindruckend. Hat sie etwas für Sie gemacht? Ja, sie hat letzten Sommer ein wunderschönes Kleid für eine Hochzeit entworfen. Irf, das muss etwas Besonderes gewesen sein. Verkauft sie ihre Kreationen? Manchmal. Sie fertigt individuelle Outfits für Freunde und Familie an. Das ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Können unter Beweis zu stellen. Ich würde auch gerne nähen lernen. Es ist eine wertvolle Fähigkeit. Außerdem können Sie einzigartige Stücke nur für Sie erstellen. Der Stimme zu. Fragen wir Linda, ob sie uns ein paar Grundlagen beibringen kann. Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich freue mich darauf zu lernen. Lektion 6: Geschichte entfaltet. Hallo Anna, wussten Sie, dass Großbritannien 1814 den französischen Kaiser Napoleon besiegt hatte? Hallo John, wirklich. Das muss sich in Europa sehr verändert haben. Absolut. Es veränderte politische Grenzen und beeinflusste zukünftige Konflikte. Das ist faszinierend. Welchen Einfluss hatte es in dieser Zeit auf Kanada? Kanada war immer noch eine britische Kolonie und der Krieg von 1812 tobte. Ich habe von diesem Konflikt gehört. Es war bedeutsam für die kanadische Identität, oder? Ja, es trug dazu bei, das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Kolonien zu stärken. Interessant. Es ist erstaunlich, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Genau. Ich denke, wir sollten gemeinsam mehr über die kanadische Geschichte erfahren. Lektion 7: Charakterdynamik. Hallo Anna, mir ist oft aufgefallen, dass die Heldin in Geschichten eine Jungfer ist, die schwört, niemals zu heiraten. Hallo John, das ist ein weit verbreitetes Sprichwort. Was motiviert Ihrer Meinung nach diesen Charakter? Ich glaube, dass es oft aus dem Wunsch nach Unabhängigkeit oder einem vergangenen Liebeskummer resultiert. Das macht Sinn. Manchmal hegt sie auch eine besondere Abneigung gegen den Helden. Genau. Es erhöht die Spannung und Komplexität ihrer Beziehung. Ich liebe es, wie diese Dynamik interessante Handlungsstränge schafft. Ich auch. Haben Sie ein Lieblingsbuch, das sich mit diesem Thema beschäftigt? Ja, Joyce und Vorurteil ist ein klassisches Beispiel. Tolle Wahl. Die Charakterentwicklung ist in dieser Geschichte so reichhaltig. Lektion 8: Unterkunftsmöglichkeiten. Guten Morgen, Anna. Übernachtest du auf Reisen lieber in einem Hotel oder in einem Epenbe? Hallo John, ich habe großartige Dinge über Eben gehört. Es fühlt sich persönlicher an. Ich stimme zu. Der Aufenthalt bei jemandem zu Hause kann ein einzigartiges Erlebnis sein. Ja, außerdem erhalten Sie häufig Zugriff auf lokale Tipps und Vorschläge. Haben Sie schon einmal versucht, in einer Epenküche zu kochen? Ja, es macht so viel Spaß, eine Mahlzeit mit lokalen Zutaten zuzubereiten. Das klingt herrlich. Ich glaube, das würde mir auch gefallen. Welche Option wählen Sie normalerweise? Ich mag eine Mischung aus beidem, je nach Reise. Lektion 9: Das Leben in Einklang bringen. Hallo Anna, ich denke, wir sollten eine Balance zwischen der virtuellen und der realen Welt finden.
Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Manchmal kann man sich im Internet leicht verlaufen. Ja, wenn wir zu viel Zeit online verbringen, kann dies unsere Verbindungen zum wirklichen Leben beeinträchtigen. Ja, was schlagen Sie vor, um dieses Gleichgewicht zu verbessern? Vielleicht könnten wir bestimmte Zeiten für soziale Medien festlegen und diese einhalten. Das ist eine gute Idee. Wir könnten auch regelmäßige Treffen vereinbaren. Ja, es wäre toll, öfter persönlich mit Freunden in Kontakt zu treten. Fordern wir uns heraus, jede Woche einen Tag lang abzuschalten. Ich bin dabei. Es wird erfrischend sein, die reale Welt zu genießen. Lektion 10. Zeitmanagement. Guten Morgen, Anna. Ich brauche jeden Tag etwa 20 Minuten, um zur Arbeit zu kommen. Hallo John, das ist überhaupt nicht schlecht. Wie verbringst du diese Zeit? Normalerweise höre ich Podcasts oder Musik. Es hilft mir, mich zu entspannen. Das ist eine kluge Zeitnutzung. Vielleicht versuche ich das auf dem Weg zur Arbeit. Du solltest. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Ich liebe es, beim Pendeln zu lernen. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Genau. Haben Sie in letzter Zeit gute Podcasts gefunden? Tja, ich habe gerade eine Serie über persönliche Entwicklung begonnen, die faszinierend ist. Das klingt interessant. Ich muss es mir ansehen. Lektion 11. Vegetalk. Hallo Anna. Ich denke darüber nach, Brokkoli, Paprika und Karotten zu meiner Pfanne hinzuzufügen. Hallo John, das sind großartige Entscheidungen. Gibt es noch etwas, das ich meiner Liste hinzufügen sollte? Wie wäre es mit ein paar Zuckerschoten? Sie sind knusprig und süß. Das hört sich köstlich an. Fügen Sie gerne Gewürze oder Soßen hinzu. Ja, normalerweise füge ich Sojasauce und etwas Knoblauch hinzu, um den Geschmack zu verbessern. Der Knoblauch verstärkt den Geschmack wirklich. Was ist mit Proteinen? Für eine komplette Mahlzeit füge ich oft Hühnchen oder Tofu hinzu. Tofu ist eine fantastische Option. Es nimmt Aromen wirklich gut auf. Genau. Ich liebe, wie vielseitig Gemüse in Gerichten sein kann. Lektion 12. Technischer Support. Hallo Anna, ich habe gehört, dass wir Mitarbeiter haben, die bei technischen Schwierigkeiten helfen können. Hallo John, das ist beruhigend. Es ist wichtig, bei Bedarf Unterstützung zu haben. Definitiv. Haben Sie jemals Hilfe bei technischen Problemen benötigt? Ja, einmal ist mein Computer kurz vor Ablauf einer Frist abgestürzt. Oh nein, das muss stressig gewesen sein. Was hast du gemacht? Ich habe den technischen Support kontaktiert und er hat mich durch die Wiederherstellung geführt. Das ist großartig. Es ist erstaunlich, wie schnell Sie Probleme lösen können. Puh, es macht die Arbeit viel einfacher, wenn man weiß, dass Hilfe verfügbar ist. Ich werde das bei zukünftigen technischen Herausforderungen im Hinterkopf behalten. Lektion 13. Die Schönheit der Natur. Guten Morgen, Anna. Hast du jemals atemberaubende Landschaften gesehen, die sich wie ein Gemälde anfühlen? Hallo John, ja. Die Natur kann so atemberaubend sein. Es fühlt sich wirklich surreal an. Ich kann es kaum erwarten, bald in den Bergen wandern zu gehen.
Das klingt unglaublich. Wandern bietet so schöne Aussichten. Genau, ich liebe die frische Luft und den Klang der Natur um mich herum. Haben Sie einen Lieblingswanderplatz? Ja, es gibt einen Weg mit einem Wasserfall, den ich liebe. Wasserfälle sind magisch. Ich würde diesen Ort gerne mit dir sehen. Lasst uns gemeinsam eine Wanderung planen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 14. Umgang mit Protesten. Hallo Anna, hast du von den jüngsten Protesten in der Stadt gehört? Hallo John, ja, das habe ich. Es scheint, als würden die Spannungen eskalieren. Es ist besorgniserregend. Was ist Ihrer Meinung nach der Auslöser dieser Proteste? Ich glaube, es ist eine Mischung aus sozialen Problemen und Forderungen nach Veränderung. Definitiv. Die Menschen sind voller Leidenschaft für ihren Glauben, was wichtig ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine Stimme zu haben, um Bedenken auszudrücken. Ich hoffe, dass die Führungskräfte zuhören und Lösungen für diese Probleme finden. Ja, der Dialog ist entscheidend für Fortschritt und Verständnis. Lassen Sie uns die Entwicklungen weiterhin gemeinsam verfolgen. Lektion 15. Das Fußballspiel. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass der Fußballverband der internationale Dachverband des Fußballs ist? Hallo John, ja. Fußball ist weltweit die meistgesehene und gespielte Sportart. Absolut. Was macht es Ihrer Meinung nach so beliebt? Ich glaube, es liegt an der Einfachheit des Spiels. Jeder kann mit nur einem Ball spielen. Das stimmt. Außerdem ist die Spannung während der Spiele beispiellos. Tja, die Weltmeisterschaft zieht alle 4 Jahre Millionen von Fans in ihren Bann. Ich liebe es, wie es Menschen zusammenbringt, unabhängig von ihrer Nationalität. Klar, es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und eine gemeinsame Leidenschaft. Fußball ist wirklich eine universelle Sprache. Lektion 16. Papierkram am teuer. Hallo Anna, musstest du schon einmal in einem Büro ein Dokument unterschreiben oder ein Formular ausfüllen? Hallo John, ja. Er passiert aus verschiedenen Gründen ziemlich oft. Was ist mit dir? Absolut. Ich erinnere mich, dass ich Formulare ausgefüllt habe, als ich meinen neuen Job angetreten habe. Das ist eine häufige Situation. Fanden Sie es unkompliziert? Meistens, aber einige Formulare können mit all den juristischen Begriffen verwirrend sein. Ich stimme zu. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bräuchte ein Wörterbuch, um sie zu verstehen. Reicht's. Es ist wichtig, alles sorgfältig zu lesen, bevor Sie unterschreiben. Definitiv. Haben Sie schon einmal einen Fehler auf einem Formular gemacht? Ja, ich habe einmal ein Datum falsch ausgefüllt und musste es wiederholen. Lektion 17. Verantwortung der Führung. Guten Morgen, Anna. Ist dir aufgefallen, dass in der Verwaltung immer der Spitzenmann die Verantwortung übernimmt? Hallo John, ja. Es ist interessant, wie Führung auf diese Weise funktioniert. Genau. Selbst wenn das Team Fehler macht, muss der Anführer mit den Konsequenzen rechnen. Es zeigt viel über Verantwortlichkeit und Integrität. Was denken Sie?
Ich glaube, dass es für das Vertrauen innerhalb der Organisation von entscheidender Bedeutung ist. Absolut. Eine gute Führungskraft sollte sich den Herausforderungen stellen. Haben Sie diese Art von Führung in Aktion gesehen? Ja, während eines Projekts, bei dem der Manager die Schuld für eine Verzögerung auf sich nahm. Das ist lobenswert. Es ermutigt das Team, ehrlich zu sein und aus Fehlern zu lernen. Lektion 18. Ein Meeting planen. Hi Anna, wie wäre es mit nächstem Mittwoch um 10 Uhr für unser Treffen? Hallo John, das funktioniert bei mir. Wo sollen wir uns treffen? Ich dachte an das Café die Straße runter. Es ist ruhig und gemütlich. Das klingt perfekt. Ich liebe diesen Ort. Sie haben auch tollen Kaffee. Reicht's? Es ist ein großartiger Ort zum Brainstorming und zur Diskussion von Ideen. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, mal einen Tapetenwechsel vom Büro zu haben. Genau. Haben Sie etwas Konkretes, das Sie besprechen möchten? Ich würde gerne die Projektzeitpläne und alle Herausforderungen durchgehen, denen wir möglicherweise gegenüberstehen. Das ist ein guter Plan. Stellen wir sicher, dass wir auf Überraschungen vorbereitet sind. Lektion 19. Hotel VS. Guten Morgen, Anna. Übernachtest du auf Reisen lieber in einem Motel oder einem Hotel? Hallo John, ich denke, Hotels sind schöner, da sie normalerweise mehr Annehmlichkeiten bieten. Wahr. Motels haben oft nur eine oder zwei Etagen und weniger Komfort. Ja, aber Motels können für kurze Zwischenstopps auf Rohrtriebs praktisch sein. Das ist ein guter Punkt. Oft sind sie auch günstiger. Ja, manchmal ist das Budget eine Priorität, insbesondere bei Kurzaufenthalten. Waren Sie schon einmal in einem Motel, das Ihnen gefallen hat? Ich habe einmal in einem gemütlichen Motel in Strandnähe übernachtet. Es war bezaubernd. Das hört sich herrlich an. Es ist schön, solche versteckten Schätze zu finden. Lektion 20. Lebensmitteleinkauf. Hi Anna, mir geht es großartig. Haben Sie Ihre Lebensmitteleinkäufe für die Woche erledigt? Hallo John, ja, ich war gestern dort. Ich habe mich mit Obst und Gemüse eingedeckt. Das ist großartig. Ich versuche auch immer, frische Produkte zu kaufen. Es macht so einen Unterschied bei den Mahlzeiten. Das hast du gekauft. Ich habe ein paar Äpfel, Bananen und ein paar Blattgemüse bekommen. Tolle Auswahl. Haben Sie einen Lieblingssubs zum Naschen? Ich liebe Beeren. Sie sind süß und gesund. Und du? Ich bin ein großer Fan von Trauben. Sie eignen sich perfekt für einen schnellen Snack. Absolut. Sie sind unterwegs so einfach zu greifen. Lektion 21. Einzigartiges Lernen. Hallo Anna, hattest du jemals eine einzigartige Lernmöglichkeit, die deine Perspektive verändert hat? Hallo John, auf jeden Fall. Ich habe einmal an einem Workshop teilgenommen, der mir die Augen für neue Lehrmethoden geöffnet hat. Das klingt faszinierend. Was war für Sie der eindrucksvollste Teil? Die interaktiven Aktivitäten waren unglaublich. Sie haben das Lernen so viel Spaß gemacht. Ich liebe das. Spannende Aktivitäten können das Lernerlebnis wirklich verbessern.
Syluf. Es ist unvergesslicher, wenn man aktiv mitmachen kann. Haben Sie versucht, eine dieser Methoden in Ihren Unterricht zu integrieren? Ja, ich habe angefangen, Gruppendiskussionen zu nutzen und die Schüler lieben es. Das ist toll zu hören. Es fördert die Zusammenarbeit und das kritische Denken. Lektion 22: Geschmackszutaten. Guten Morgen, Anna. Ich habe über das Kochen nachgedacht und mir ist klar geworden, dass ich Palmzucker und Chiliflocken brauche. Hallo John, das sind fantastische Zutaten. Was hast du vor zu machen? Ich denke an eine scharfe Pfanne. Der Palmzucker sorgt für eine schöne Süße. Das hört sich köstlich an. Die Kombination aus süß und würzig ist immer ein Gewinner. Genau. Haben Sie spezielle Rezepte, die diese Zutaten verwenden? Chef, ich habe ein tolles Rezept für ein würziges Nudelgericht, das Ihnen gefallen würde. Das klingt perfekt. Ich würde es gerne einmal versuchen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie gemeinsam kochen möchten. Wir können Tipps geben. Ich werde dafür sorgen, dass ich die Zutaten besorge und ein Datum festlege. Lektion 23: Historische Reflexionen. Hallo Anna, wussten Sie, dass zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert etwa 12 Millionen Menschen aus Westafrika nach Amerika verschleppt wurden? Hallo John, ja, es ist ein tragischer Teil der Geschichte. Die Wirkung war immens. Absolut. Es prägte Kulturen und Gesellschaften in beiden Regionen. Ich denke, es ist wichtig, sich an diese Ereignisse zu erinnern und darüber zu diskutieren. Ja, das Verständnis der Geschichte hilft uns, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Das tut es. Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Lehre, die wir daraus ziehen können? Ich glaube, es ist die Bedeutung der Gleichheit und der Wert jedes menschlichen Lebens. Durchgesagt. Die Sensibilisierung kann dazu beitragen, ähnliche Ungerechtigkeiten in der Zukunft zu verhindern. Genau. Wissen ist ein mächtiges Werkzeug für Veränderungen. Lektion 24: Kanadische Verteidiger. Guten Morgen, Anna. Hast du etwas über die Verteidiger Kanadas während der amerikanischen Invasionen gelesen? Hallo John, ja. Sie spielten eine entscheidende Rolle beim Schutz ihres Territoriums. Es ist beeindruckend, wie es ihnen gelang, die amerikanischen Streitkräfte noch vor Ende des Jahres 1814 zurückzudrängen. Sylwuf. Es zeigt die Stärke und Widerstandsfähigkeit der kanadischen Streitkräfte. Wissen Sie, mit welchen Strategien sie sich gegen die Invasionen verteidigten? Sie nutzten ihr Wissen über das Land und schlossen Bündnisse mit einheimischen Stämmen. Das ist clever. Es unterstreicht die Bedeutung der Einheit in Zeiten des Konflikts. Ja, es erinnert uns daran, dass Zusammenarbeit zu größerer Stärke führen kann. Ich würde gerne mehr über diese historischen Ereignisse und ihre Auswirkungen erfahren. Lektion 25: Kompromisse für eine Lösung eingehen. Hallo Anna, musstest du jemals Kompromisse eingehen, um eine Lösung zu finden? Hallo John, ja. Ich denke, dass es für eine effektive Kommunikation unerlässlich ist. Absolut. Es zeigt, dass beide Parteien bereit sind, eine gemeinsame Basis zu finden. Ich stimme zu. Haben Sie eine Situation erlebt, in der Kompromisse notwendig waren?
Ja, während eines Gruppenprojekts, bei dem wir unterschiedliche Meinungen über die Richtung hatten. Das ist eine gemeinsame Herausforderung. Wie haben Sie es geschafft, einen neuen Plan zu erreichen? Wir diskutierten unsere Standpunkte und kombinierten die besten Ideen beider Seiten. Das ist ein toller Ansatz. Durch Zusammenarbeit können innovative Lösungen entstehen. Genau. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Lektion 26: Kaiser und Aufstände. Hi Anna, wusstest du, dass Kublai Khan im Jahr 1279 der erste nicht-chinesische Kaiser Chinas war? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie er die Yuan-Dynastie gründete. Genau. Doch schließlich rebellierten die Chinesen gegen die mongolische Herrschaft. Fest. Der Unmut wuchs aufgrund der hohen Besteuerung und der kulturellen Unterschiede. Was waren Ihrer Meinung nach die Schlüsselfaktoren, die zum Aufstand geführt haben? Ich glaube, es war eine Mischung aus sozialer Ungerechtigkeit und dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Absolut. Es ist interessant, wie oft sich die Geschichte auf diese Weise wiederholt. Ja, und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, verschiedene Kulturen zu verstehen. Ich kann nur zustimmen. Aus der Geschichte zu lernen, kann eine bessere Zukunft gestalten. Lektion 27: Pünktliche Lieferungen. Guten Morgen, Anna. Haben Sie sich jemals in einem Vertrag mit Klauseln befasst, die pünktliche Lieferungen sicherstellen? Hallo John, ja, dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Kunden. Das denke ich auch. Was nehmen Sie normalerweise in diese Klauseln auf? Normalerweise lege ich Lieferfristen und Strafen für Verzögerungen fest. Das klingt vernünftig. Gibt es weitere Maßnahmen, die Sie ergreifen? Ja, ich skizziere auch Kommunikationsprotokolle für den Fall unvorhergesehener Probleme. Tolle Idee. Proaktives Handeln kann später viel Ärger ersparen. Ja, es geht um Transparenz und Vertrauen in die Wirtschaft. Definitiv. Klare Vereinbarungen führen zu reibungsloseren Abläufen. Lektion 28: Bekämpfung des Klimawandels. Hallo Anna, ich glaube, dass alle zusammenkommen müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Hallo John, absolut. Es ist ein globales Problem, das uns alle betrifft. Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach am effektivsten? Ich denke, dass die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Förderung erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung sind. Das sind tolle Punkte. Wie sieht es mit Einzelaktionen aus? Auch einfache Dinge wie Recycling, Wassersparen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel helfen. Ja, jede kleine Aktion trägt zu einer größeren Wirkung bei. Ja, es geht darum, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Ich liebe diese Einstellung. Gemeinsame Anstrengungen können wirklich einen Unterschied machen. Lektion 29: Gesunde Gewohnheiten. Hallo Anna, ich habe mich in letzter Zeit darauf konzentriert, mehr Gemüse zu essen. Hallo John, das ist ein guter Anfang. Haben Sie auch Sport gemacht? Ja, ich habe versucht, tägliches Training in meine Routine zu integrieren. Das ist fantastisch. Welche Art von Übungen machen dir Spaß?
Ich liebe Wandern und Radfahren. Sie halten mich aktiv und verbunden mit der Natur. Das sind großartige Entscheidungen. Ich genieße Yoga für Flexibilität und Entspannung. Yoga klingt wunderbar. Es ist wichtig, Kraft und Achtsamkeit in Einklang zu bringen. Definitiv. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ich stimme zu. Gesunde Gewohnheiten führen zu einem glücklicheren Lebensstil. Lektion 30: Korruptionsregeln. Guten Morgen, Anna. Denkst du, dass jedes Unternehmen strenge Regeln gegen Korruption haben sollte? Hallo John, absolut. Zur Wahrung der Integrität sind klare Regeln unerlässlich. Ich stimme zu. Allen Mitarbeitern muss klar sein, welches Verhalten akzeptabel ist. Ja, Transparenz in den Richtlinien trägt dazu bei, unethische Praktiken zu verhindern. Mit welchen Strategien können Ihrer Meinung nach diese Regeln wirksam durchgesetzt werden? Regelmäßige Schulungen und offene Diskussionen zum Thema Ethik können sehr hilfreich sein. Tolle Idee. Es ermutigt Mitarbeiter, sich zu äußern, wenn sie etwas Falsches sehen. Ja, eine Kultur der Integrität führt zu einem gesünderen Arbeitsumfeld. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ein starkes Fundament ist der Schlüssel zum Erfolg. Lektion 31: Arthur-Asche. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie von Arthur Asches Geschichte? Hallo John, ja, er war eine so inspirierende Persönlichkeit im Sport. Absolut. Es ist tragisch, wie er sich durch eine Bluttransfusion mit dem HIV-Virus infiziert hat. Ich weiß, es ist herzzerreißend. Er kämpfte gegen Stigmatisierung und schärfte das Bewusstsein. Sein Erbe ist unglaublich. Er zeigte Stärke in der Not. Ja, er plädierte für Bildung und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ich bewundere seinen Mut. Es ist wichtig, solche Führungskräfte zu ehren. Definitiv. Seine Beiträge gingen über Tennis hinaus. Ich würde gerne mehr über seinen Einfluss auf die Gesellschaft erfahren. Lektion 32: Aotearoas Schönheit. Hi Anna, hast du die Felder und Wälder Neuseelands gesehen? Hallo John, ja. Der Regen verleiht ihnen eine schöne grüne Farbe. Ist es nicht atemberaubend? Die Landschaften sehen so lebendig aus. Ruf. Es ist, als würde ein Gemälde zum Leben erweckt. Was lieben Sie sonst noch an der Natur Neuseelands? Die üppige Landschaft und die atemberaubenden Berge sind unvergesslich. Ich kann es mir vorstellen. Haben Sie dort Nationalparks besucht? Ja, ich habe den Fiordland-Nationalpark erkundet. Es war magisch. Das klingt erstaunlich. Ich würde gerne eines Tages dorthin wandern.